Hallo! Ja, jetzt bin ich in der 36. Woche schon angekommen. Eigentlich wollte ich ja ein bisschen öfters mal ein Update machen, aber da kam höhere Gewalt dazwischen. Ich dachte letzte Mal ja, dass meine ganze Erkältungsgeschichte jetzt ausgestanden ist. So ziemlich, und ein paar Tage später haben wir Besuch gekriegt und der hat uns die echte Grippe mitgebracht. Und dann waren wir erstmal beschäftigt. Also ich habe 6 Tage im Bett gelegen und war zu fast nichts anderem in der Lage. Und danach war ich noch eine Woche ziemlich schlapp und danach habe ich noch eine Woche ziemlich gehustet. Also das hat sich ganz schön gezogen, diese Grippe. Ja, und da bin ich dann auch nicht zu irgendwelchen Updates gekommen. Und da hätte ich euch nur was vorgehustet und das war nicht so erfreulich. Ja, die Kinder lagen auch alle platt, von daher war es okay. Also ich musste nicht kochen, weil keiner Appetit hatte. Hat sich keiner gestritten, weil keiner Kraft dazu hatte. Also weil normalerweise bin ich ja eigentlich nicht krank. Also ich werde mal so einen Tag so, dass ich mich so fühle und naja. Und dann habe ich ein bisschen Husten und Schnupfen, aber ich kann trotzdem funktionieren. Aber diesmal war nichts mit funktionieren und das fast eine Woche lang. Das ist mir seit Jahren nicht passiert. Ne? Ja, aber jetzt bin ich wieder ganz fit. Bisschen Husten und so ist noch, aber ja, kein Vergleich zu dem, was hier in den letzten Wochen war. Ja, die Wochen schreiten voran, ne? Die Geburt rückt näher, obwohl mir das alles noch so weit weg vorkommt. Die Klamotten habe ich jetzt ganz gut zusammen. Ich wollte mich bedanken für eure großzügigen Kleiderspenden, die ich doch gekriegt habe nach meinem letzten Video. Also ich bin jetzt gut ausgestattet mit Bodys und Strumpfhosen. Und wir haben ganz viele Strumpfhosen zu Schlitzstrumpfhosen gemacht, die ich dann nachher brauche für meine abhaltefreundliche Babyausstattung. Also da bin ich ganz gut im Programm. Ich denke, ich habe alles soweit zusammen, dass die kommen könnten, wenn sie wollten. Bis jetzt sieht es aber noch nicht so danach aus. Der Bauch ist ordentlich gewachsen wieder. Also jetzt, wo ich krank war, so die 2 Wochen, da ist eigentlich, habe ich nicht zugenommen groß, ist der Bauch nicht gewachsen, aber jetzt danach wieder hat er einen ordentlichen Sprung gemacht. Und mal gucken, wo ich heute bin. Also, das ist das gute Stück jetzt. Ich habe das Gefühl, es hat sich auch schon ein bisschen gesenkt jetzt so. Und gestern hatte ich so mal so abends, dass der Bauch ab und zu hart geworden ist. Also, könnte schon sein, dass die ein bisschen tiefer liegen jetzt. Jedenfalls der erste. So, was haben wir jetzt hier? Ich sehe es halt leider irgendwie nicht wirklich. Aber ihr müsstet das sehen. Warte mal. Luft holen. Das ist auch immer unterschiedlich, ne? Je nachdem, wie viel ich gegessen habe. Also jetzt bin ich bei 111. Jetzt bin ich bei 111 oder 112, wie man es nimmt und wie viel Luft man holt. Ne? Da habe ich meinen Rekord noch nicht ganz geknackt, den ich in der 3. Schwangerschaft hatte mit 1,13 Meter. Aber ich bin nah dran. Ja, dann letzte Woche haben wir uns den Kreißsaal hier angeguckt. Also nicht, dass ich da unbedingt hin will, aber das wäre so meine Notfalloption quasi. Das Krankenhaus ist hier nur 5 Minuten weg. Die Leute da sind nett. Die Kreissäle nicht unbedingt so gemütlich. Also das fette Bett in der Mitte und ringsrum nicht viel. Also nicht so richtig meine Gebärumgebung. Aber ja, für den Notfall wissen wir schon mal, wie es aussieht. Haben wir die Leute da schon mal gesehen. Und ich dachte, ich melde mich auch an, aber dann habe ich wieder gedacht, ach, dann wäre ich wieder
genervt mit irgendwelchen Untersuchungen, die ich nicht will. Und dann wollen sie mich auch mal einleiten. Das ist ja üblich bei Zwillingen so mit 38 Wochen. Werden sie eingeleitet. Und ja, mal gucken. Jetzt zum Ende der Schwangerschaft hin, da nimmt meine Lust ab, irgendwelche Sachen noch zu machen, die sich irgendwie nur überflüssig und anstrengend anfühlen. Mal gucken. Ja, ich wollte euch zeigen, was in meiner Gebärkiste sich so angesammelt hat. Das ist, habe ich hier mal zusammengetragen in einem Wäschekorb. Die großen sperrigen Sachen liegen oben drauf. Das ist mein Stillkissen. Das dachte ich zu verwenden, um Baby 1 da abzulegen, wenn ich auf Baby 2 warte. Mal gucken, ob das realistisch ist oder ob es dann irgendjemand anders hält. Aber auf jeden Fall wäre das eine Option, das da reinzulegen, so in diese Kohle hier. Dann habe ich hier eine selbst aufblasende Isomatte. Der letzte ist mir abgestürzt im Garten. Ich will nicht nochmal, dass mir eine abstürzt. Auf jeden Fall nicht drin auf irgendwelchen harten Fußboden. Also dachte ich, ich halte mir das, stelle mich da drüber und stehe dann da und dann, falls ich es nicht gefangen kriege, fällt es dann weich. So. Was habe ich noch? Einmal Unterlagen für aufs Sofa tun nachher, wenn ich mich dann da hinlege mit den Babys. Ich habe gleich mehrere für alle Fälle. Dann habe ich hier die Begrüßungshandtücher für Baby A und B. Blau für den Jungen, gelb für das Mädchen. Das rote Handtuch habe ich nicht gefunden. Dann habe ich hier einen Gymnastikball, einen neuen, weil der alte nämlich kaputt ist. Den muss ich dann noch aufblasen. Irgendwann vorher. Ja. Oh, bleib drin, du. So, was habe ich noch? Mein Dopplergerät für alle Fälle. Eine Schere für die Nabelschnur, wenn der erste draußen ist. Wenn die kurz ist, dann kann das mal nötig sein, die abzuschneiden. Dann eine leere Speicherkarte für die Kamera, damit ich auch alles filmen kann. Und was haben wir noch? Falls ich ins Krankenhaus muss, aus irgendeinem Grund, habe ich hier meinen alten Mutterpass, weil da ist noch meine Blutgruppe drin und meine Hepatitis B und was die alles wissen wollen. Und hier habe ich vom Krankenhaus das Broschürchen und da stehen die ganzen Nummern drauf, falls man da mal anrufen will. Und dann habe ich noch eine schöne Schüssel für die Plazenta. Und das war es eigentlich, was in meiner Kiste hier ist. Weiß gar nicht, es ist vielleicht noch nicht ganz vollständig, ob da noch was dazu kommt. Das fällt mir bestimmt noch ein, aber auf meiner Liste stand nichts mehr. Ganzen Klamotten und so, das braucht man am Anfang ja nicht, wenn sie schön eingewickelt sind. Ja, aber das ist soweit erstmal das, was ich zusammengetragen habe. Ja, sonst geht's mir gut. Ich bin halt schneller erschöpft, das merke ich. Also ich glaube, so fühlt sich jemand, der alt ist. Man macht was und dann muss man sich erstmal ausruhen. So. Das ist halt doch was anderes, wenn man 80 Kilo mit sich rumschleppt und nicht nur 67. Und man dann auch noch Sauerstoff liefern muss, nicht nur an sich selber, sondern an 2 Babys. Also das merke ich schon. Das ist schon anstrengender jetzt und die Kinder müssen jetzt ein bisschen mehr mithelfen und machen. Und dann werde ich auch manchmal ein bisschen ungehalten, wenn die faul sind und ihren Krempel auf den Boden schmeißen und dann soll ich da mich jetzt bücken und das aufheben. Das sehe ich dann gar nicht ein. Ja. Ansonsten, ich habe ein bisschen Wassereinlagerung an Knöcheln gekriegt. Also so abends oder nach ein bisschen rumlaufen und stehen und so, dann ist das so ein bisschen Wasser. Ja, nichts Dramatisches.
eigentlich gibt es nichts groß Spektakuläres zu erzählen. Also, dass es halt jetzt anstrengend wird, was ja zu erwarten gewesen war, ne? Aber es noch keine Anstalten macht irgendwie für Geburt oder... Und ich bin auch ganz froh, wenn die noch 2 Wochen durchhalten, weil mein Mann ist gerade wieder in Schweden arbeiten. Und das wäre schon eigentlich praktischer und schöner, wenn er da wäre zur Geburt, nicht wahr? Aber ja, so wie ich mich kenne, ich bin ja bei den anderen Kindern auch so eine Woche über Termin gegangen immer oder mehr. Und da rechne ich jetzt so früh auch nicht mit der Geburt jetzt. Ja, mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt bin ich ja wieder gesund. Jetzt kriege ich vielleicht öfters mal noch ein Update hin, so zum Schluss. Mal gucken. Ja, bis dann. Tschüss.